100% aus Österreich. Die traurige Realität der Rindermast in Österreich. Im Schnitt konsumieren die Menschen in Österreich rund 11 Kilogramm Rindfleisch pro Jahr. Während sich die meisten Konsumentinnen grasende Rinder auf grünen Wiesen vorstellen, sieht die Realität der Rindermast ganz anders aus. Diese Stiere müssen auf Vollspaltenboden leben. Sie sind in Gruppen in engen Buchten eingesperrt. Diese Haltungsart wird in der Branche als Vollspaltenboden-Laufstall bezeichnet. Sie gilt als die am weitesten verbreitete Haltung für Mastrinder. Ein Leben auf Beton-Vollspaltenboden bedeutet für die Rinder ein Leben voller Leid, Frust und Schmerzen. Veterinärmedizinische Studien zeigen eindeutig, dass die Zahl an Gelenkserkrankungen, Klauen- und Schwanzspitzenverletzungen auf Beton-Vollspaltenboden deutlich erhöht ist. Die Körper der Tiere sind nicht auf ein Leben auf Betonspalten ausgelegt. Die Untersuchungen zeigen weiters, dass Mastrinder auf Holzspaltenboden sich weniger häufig hinlegen und öfters Probleme beim Ablegen und Aufstehen haben. Für die wiederkäuenden Rinder ist dies besonders dramatisch. Der harte Vollspaltenboden ist vollkommen artwidrig. Die Kritik an dieser Haltungsart wird auch von Expertinnen und innerhalb der Branche selbst geteilt. Dennoch ist der Vollspaltenboden in der Rindermast weit verbreitet und gesetzlich für Mastrinder auch erlaubt. In der Branche wird der Vollspaltenboden bei Rindern, aber auch bei Schweinen eingesetzt, um den Landwirtinnen Arbeit zu ersparen. Durch die Spalten sollen Kot und Urin der Tiere von selbst in Güllebecken gelangen, ohne dass manuell ausgemistet werden muss. Vor allem an den Buchtenrändern sammeln sich in diesen Betrieben jedoch die Fäkalien. Für Rinder ist gesetzlich eine trockene Liegefläche vorgeschrieben. Das scheint in etlichen Buchten nicht immer der Fall zu sein. Das Leben auf verschmutztem Boden und in den Dämpfen der eigenen Ausscheidungen belastet die Haut und die Atemwege der Tiere. Für die sozialen jungen Rinder ist die Haltung in den engen Buchten besonders belastend. Die Tiere können sich nicht aus dem Weg gehen. Soziale Konflikte können nicht aufgelöst werden. Das führt zu Stress. Auch natürliches Spielverhalten ist in der Enge der Buchten kaum möglich. Rinder sind dafür bekannt, dass sie lebenslange Freundschaften schließen können. Doch die intensive Tierhaltung in der Rindermast macht artspezifisches Sozialverhalten quasi unmöglich. In Österreich gibt es mehr als 55.000 RinderhalterInnen, die beinahe 1,9 Millionen Rinder halten. Die meisten Tiere leben in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Auch in Kärnten und Tirol gibt es größere Rinderbestände. Die Rindermast wird vor allem in Regionen mit Ackerbau betrieben, da die Tiere für die schnelle Gewichtszunahme in der Mast Unmengen an energiereicher Nahrung brauchen. Die Rindfleischproduktion ist eine der ressourcenbelastendsten Tiernutzungen. Im EU-Schnitt werden für die Produktion von 1 Kilogramm Rindfleisch rund 20 Kilogramm an Futter benötigt. Die Effizienz der Rindfleischproduktion ist erschreckend schlecht. Nicht einmal 10% der Kalorien im Futter werden zu Kalorien an Rindfleisch verwandelt. Mehr als 90% gehen verloren. Verloren bedeutet in diesem Fall zum Beispiel, dass die großen Rinder die von ihnen aufgenommenen Kalorien selbst zum Leben brauchen. Mehr als 646.000 Rinder werden für die Fleischproduktion in Österreich jedes Jahr geschlachtet. Die Masttiere sind dabei gerade einmal 1 bis 2 Jahre alt. Eine natürliche Lebenserwartung von Rindern kann hingegen mehr als 20 Jahre betragen. Die Mast ist auf möglichst schnelle Gewichtszunahme ausgelegt. Mehr als 1 Kilogramm sollen die männlichen Mastrinder pro Tag zunehmen. Das Wohl der Tiere ist dabei in der Praxis offenbar eine Nebensächlichkeit. Die Rindermast auf Beton-Vollspaltenboden ist eindeutig artwidrig. Das ist auch in der Branche kein Geheimnis. Bekannte Indikatoren für sogenanntes Tierwohl in der landwirtschaftlichen Tiernutzung und Haltung zeigen die Missstände in der Beton-Vollspaltenbodenmast deutlich. Die Verwendung von Gummiauflagen auf den Betonspaltenböden kann bestimmte Krankheitsmuster abschwächen. Jedoch ändert auch dieser Bodenbelag nichts an der kargen, artfremden Umgebung
nichts an der Enge und an den belastenden Sozialbedingungen für die Rinder. Die österreichische Landwirtschaft spricht gerne von klein strukturierten Betrieben. Tatsächlich jedoch werden die meisten männlichen Rinder in Betrieben mit mehr als 100 Tieren gehalten. Selbst branchenintern wird davon ausgegangen, dass 85-90% der Mastrinder in intensiver Stallhaltung leben müssen. Die Haltung auf artwidrigem, Tierleid erzeugendem Beton-Vollspaltenboden gehört zur Norm in der Rindermast. Dabei wird in Österreich deutlich mehr Rindfleisch produziert, als im Land verbraucht wird. Österreich exportiert mehr als doppelt so viel Rindfleisch, gekühlt und gefroren, wie es importiert. Das ist die Realität hinter Rindfleisch, 100% aus Österreich. Bitte hinterfrage auch du deinen Konsum an Tierprodukten. Mehr Infos auf vgt.at